wo kommst du denn her? Oder? Mensch! Servus. Hey, Hey. wir müssen doch zum FC Herzogenaurach. Ja? Ja? Einweihungsfeier, ne? Die Einweihungsfeier, ja. Mensch, hallo erstmal. Servus, grüß dich, hallo. Geht's dir gut? Ja, freilich, aber Ja, aber jetzt Hey. haben wir keine Zeit, ne? Für irgendwelche. nee, wir müssen jetzt Dinge. rüber, weil die warten ja schon. Alles klar. Okay. Weißt du den Weg oder hast du es in Navi eingegeben? Sag's mir bitte. Okay, dann fahren wir erst mal raus hier aus dem Puma-Gelände. Okay, alles klar. Ja, Lothar, Herzogenaurach ist ja schon auch so ein bisschen Heimat für dich, ne? Nicht ein bisschen, ich bin hier aufgewachsen. Ja, ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber immer noch Heimat. Ich bin ja nicht nur groß geworden hier und habe meine ersten Fußballschuhe hier getragen Ja. und meine ersten Tore hier geschossen, sondern meine Eltern und mein Bruder, die wohnen ja immer noch hier in Herzogenaurach. Okay. Und dadurch ist der Kontakt nach Herzogenaurach nie abgebrochen. Auch natürlich durch Puma, mit denen ich auch schon seit 1979, man höre und staune, seit 1979 eine tolle Partnerschaft genieße. Nee, einfach super und es ist immer schön hier ein bisschen, ist eben immer was mich an gewisse Momente in meiner Kindheit erinnert. Ja, Lothar, ich habe mal was vorbereitet. Und zwar, vielleicht sagt dir das Lied was. Singst du mir jetzt ein Lied vor oder was? Das kann ich dir nicht antun, das kann ich mir nicht antun, das kann ich den Leuten da draußen nicht antun. Also, Ich würde jetzt einfach mal hier dieses Lied starten. Weltmeisterschaft 90. Da brauche ich nicht lang hinhören. Das Lied ist ein Ohrwurm. Willst du auch Und- mitsingen? Ja, ich will nicht mitsingen, aber ich habe schon wieder. Kriegst- Das kann ich auch den Leuten nicht antun, dass ich jetzt da mitsinge. Ja. Aber das ist ein super schönes Gefühl. Ja. In der Jugendsprache ist es ein geiles Gefühl, Ja. weil einfach das der emotionalste Moment war, nicht nur den Pokal entgegenzunehmen, sondern eben auch die ganze Weltmeisterschaft, dieses Drumherum mit der Atmosphäre in den Stadien, mit den Spielen. Ich würde sagen, das war ein Urlaub mit Trainingseinheiten, Wohlfühloase und zum Schluss warst du Weltmeister. Ja, genau, du sprichst es an. 1990 ist ja ein krasses Jahr für dich gewesen. Also Weltmeister mit Deutschland. Wir haben, beziehungsweise du bist ja Deutschlands Fußballer des Jahres geworden, Europas Fußballer des Jahres. Also was noch alles? Also, keine Ahnung. Also das muss ja für dich ein Jahr gewesen sein, das ist ja unfassbar, oder? Na, es war mein Jahr. Also ich habe 21 Jahre als Profi gespielt, aber in diesem Jahr kam eben alles zusammen, speziell dieser Weltmeistertitel. Und dank dieser tollen Mannschaft, dank dieser tollen Atmosphäre, ja, und dank dieses Erfolges habe natürlich auch ich dann vielleicht als Kapitän, als jemand, der bei dieser Weltmeisterschaft schon einen gewissen Stempel aufgesetzt hat, vielleicht dann auch persönlich profitiert mit diesen Titeln. Aber es sind Titel, die eigentlich der ganzen Mannschaft gehören, weil du bist nur ein kleiner Teil dieser Mannschaft. Hört sich zwar jetzt abgedroschen an, aber es ist so, die Mannschaft kein Erfolg, wirst du nie Weltfußballer, Europas Fußballer oder Weltsportler. Also das ist auch ein Teil, der an die Mannschaft weitergegeben werden muss. Ja. Ihr habt ja dann mit Sicherheit auch krasse Feiern gehabt, oder? Also nach solchen, wenn du Weltmeister wirst, das ist ja, also keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen? Läuft da dann einer mit dem Schlipper auf dem Kopf durch die Kabine oder wie ist das? Also Bierduschen gab es nicht, aber natürlich gab es Alkohol, natürlich gab es Musik, natürlich gab es Feierlichkeiten, natürlich gab es auch dicke Köpfe am nächsten Morgen vom vielen Alkohol. Das ist alles normal, aber ich glaube, das hat sich die Mannschaft immer verdient. Ich glaube, das erwarten sogar die Fans, dass sich die Spieler auch mal einen geben, immer im richtigen Moment. Nach dem Spiel, speziell nach einem Erfolg, sollte man auch feiern dürfen. Man ist so stark eingeschränkt, man muss auf so viele Dinge verzichten. Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, dass man dann auch mal gemeinsam, ja, sagen wir mal, das, was man erreicht hat, auch abfeiern darf. Okay, hast du völlig recht, also bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt habe ich mal was Kleines vorbereitet noch, und zwar ist es so, dass ich dich gerne testen möchte. Okay. Also ich habe ein paar Sachen ausgedruckt und ich bin gespannt, ob du deine damaligen Mitspieler anhand der Frisuren erkennen kannst. Okay, soll ich die Bilder nehmen, weil du fährst ja Auto? Ich gebe sie dir gleich, ja. Da stehen ja hoffentlich nicht die Namen drauf, das wäre dann zu Natürlich einfach. nicht, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ja, Lothar, dann starten wir mit dem ersten Spieler. Und zwar, Das sind keine Spielerinnen, das sind Spieler. es sind Spieler, genau. Ich habe auch mit keiner Spielerin zusammengespielt. Aber stell mich auch lustig vor, ja.
Einfach. Aber du fängst einfach an. Andreas Brehme. Ich muss es einfach erstmal Andreas Brehme. Hast du vollkommen recht. Der Torschütze unseres goldenen Tors 1990 im WM-Endspiel mit dem Elfmeter. Andi, du hast uns zum Weltmeister gemacht. Das ist doch mal eine Ansage, siehst du? Erster Spieler, zack, weiß er sofort So. Bescheid. So, dann kommt Nummer 2, das ist auch easy. Nummer 2, dann der Käthe, Rudi Völler. Ja, klar. Ja, hat keine Kraft mehr gehabt in der 82. Minute, ist gefallen im WM-Endspiel und der Schiedsrichter ist drauf reingefallen und hat Elfmeter gepfiffen. Also Rudi, danke für deine Fallkunst. Nein, war nur Spaß. Klarer Elfmeter, Rudi ist böse gefoult worden. Absolut, das haben wir alle gesehen, alle gesehen. So, dann kommt, der ist schwer, Okay, sag ich. alles klar. Ja, Der ist schwer. für dich. Ja. Thomas Berthold? Nein. Nein! Nein, aber du kriegst noch einen. Okay, dann kriege ich noch einen. Also er ist ein Nationalspieler. Ja. Ja, Wenn du einen Tipp schwarze brauchst, Haare. dann sage ich dir Bescheid. Defensivspieler? Absolut. Jürgen Kohler? Richtig, 100 Punkte. Ja, ach, ich habe den Schnauzer nicht gesehen. Ja. vorne. Ich habe nur auf die Haare geguckt. Der Mustache, ja, der Schnauzer. Ja, der Schnauzer. Ja, ja. ja. Ja, Jürgen Kohler Eisenfuß, würde ich sagen. Gegen den wollte kein Stürmer gerne spielen, weil der hätte auch Eisenstangen krumm getreten. War das auch im Training ab und zu hart? Ja, absolut. Bei uns ist noch hingelangt worden, auch im Training. Da gab es keine Mädchen im Training. Da war richtiger Männersport noch gefragt. Apropos Mädchen, jetzt kommt der nächste. Ja. Oh, da brauchst du mir nicht zeigen, Andi Möller. Andi Möller. Hast du mir noch nicht gezeigt, aber ich würde sagen Andi Möller. Vollsuse Möller. Ja, aber ein Riesenspieler. Aber das gehört doch auch zum Fußball dazu, Klar. zu provozieren. Absolut. Andi Möller ist übrigens jetzt Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft. Und da ich in Budapest lebe, haben wir ein super Verhältnis. Ja. Und ich hoffe, dass der Andi mir das irgendwann dann verziehen hat, meine Geste, die ich damals in Dortmund gegenüber ihm gemacht Die habe. hier meinst du? Ja. Eigentlich für die Leute, die es nicht Leute, wussten. das ne? war diese Heulsuse Möller. Ja, er hat immer geweint, wenn jemand ihn attackiert hat und deswegen eben auch dieses Zeichen. Ich wollte ihn persönlich nicht beleidigen, aber es musste in dem Moment raus. Es war ein Spiel in Dortmund voll mit Emotionen und da versucht man sich natürlich immer Vorteile zu verschaffen, wie es nur geht. Sportlich oder eben auch mit Gesten. Ich glaube, das kennt jeder, der Fußball spielt. Sowas gehört einfach dazu. genau. Und ich glaube, im Nachhinein haben sie alle wieder gern und dann ist alles gut. Ja. So, das Hast du jetzt letzte. noch einen? Einen habe ich noch. Aber das ist, Das ist das Schwerste. das ist, ist eine Eigenkreation, muss ich sagen. Also, das ist ein Bild, das kennst du mit Sicherheit. Aber ich habe einen Spieler eingefügt, den musst du halt erraten. Einen Spieler Also eigentlich ist es mit Klaus Augenthaler, ne? Das Ja. Bild. Ich habe da jetzt einen Spieler mit Wie sieht der denn aus? Ja, interessant, ne? Ja. Erkennst du? Muss ich ihn kennen? Er ist jetzt Nationalspieler auf alle Fälle. Jetzt. Ja. Jetzt ist er Nationalspieler. Und spielt bei Real Madrid. Ja, jetzt ist er ein. Das ist Toni Groß? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Ja? Ja. So hat Toni Groß mal ausgesehen? Nee, So? natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das war das Bild, quasi, dass du mit Klaus Augenthaler, Augenthaler ja. sitze und ich habe nur das Gesicht von Toni Kroos über das von Klaus Augenthaler gemacht. Nur das Gesicht. Ja. Ja, ja. Jetzt. Ja, wenn man das Gesicht nur sehen muss, dann ist es Toni Groß, ganz klar. Aber Aber ist die schon Frisur schwer. ist Klaus Augenthaler, hast du gut Richtig, gemacht. ja. Ja? Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich die Geschichte, wie du ins Ausland gewechselt bist. Die Jungs heutzutage, hier Toni Kroos, Mesut Özil etc., es sind relativ wenige. Damals war es, glaube ich, ein bisschen, da hat es so eine kleine Hochzeit, als du jetzt mit Jürgen Klinsmann und Andi Brehme Ja, das hier. war Italien damals. Genau. Ende der 80er, da Richtig. war Italien, ich will jetzt nicht sagen das Schlaraffenland, was man an Geld verdienen konnte. Es hat gutes Geld gegeben, das konnte die Bundesliga damals nicht bezahlen. Aber es war einfach die stärkste Liga. Die großen Spieler haben alle in Italien gespielt. Es war so eine, ja, schon so eine interne Weltmeisterschaft, würde ich sagen. Maradona auf der einen Seite, Carrega, Gullit, Van Basten, Zico. Also alles, was so im Weltfußball einen Namen gehabt hat, hat zu 90% in Italien gespielt. Und damit konntest du dich jede Woche gegen die Besten oder musstest du dich jede Woche gegen die Besten durchsetzen. Und es war natürlich eine große Herausforderung. Auch die italienischen Mannschaften damals eigentlich auch die internationalen Wettbewerbe, sagen wir mal, dominiert. Und das war eigentlich so auch dann der Grund von uns allen, dahin zu gehen, wo man vielleicht, sagen wir mal, sportlich nochmal eine größere Herausforderung hatte wie in der Bundesliga. Und wie sieht es mit Gegenspielern aus?
Wer war denn da der stärkste Ich habe eigentlich gegen den- keinen Gegenspieler Probleme gehabt. Warum auch? Ja, ich war ja der Beste. Nein. Ist selbstbewusst immer noch? Nein, ich sage, Diego Maradona war schon eine Augenweite, das Ja. muss man sagen, ja. Und den einzigen Vorteil, den ich immer gegen Diego hatte, war, dass er meistens agiert hat und ich reagieren musste, weil ich ja defensiver war wie Ja, er und ja. auf ihn angesetzt war. Und das zweite Plus, was ich hatte, er war sehr schnell. Ja, es gibt ja bei Puma so einen Spruch, fast, faster, fastest. Er war Ja. faster, aber Ja. ich war fastest. Okay. Und das hat mir natürlich dann in vielen Situationen auf dem Platz, wo er mal mit einer Körpertäuschung schon wieder halb verschwunden war, Ja. geholfen, ihn wieder einzuholen. Und deswegen muss ich sagen, Diego Maradona war wirklich die absolute Nummer 1 zu diesem Zeitpunkt. Nach mir. Das stellen wir ja gar nicht in Frage, Luca. Das ist ja gar keine Frage. Richtig, das braucht sich ja auch keiner stellen. Mal kurz weg vom Fußball. Privat. Ja. Bist du da jemand, der dann auch mal, keine Ahnung, mit sich einen Fallschirm schnappt und aus dem Flugzeug springt? Nein, Oder bist du eher der Genießermensch? ich bin eher dann der Genießermensch. Ja, hätte da auch ein bisschen Angst. Also mit Fallschirm würde ich mich nicht anfreunden können. Da würde mir ein bisschen die Muffe gehen. Ich habe Ja. zwar keine Höhenangst, ich habe ein bisschen Platzangst. Aber nee, also Fallschirm ist mir zu viel. Lieber dann am Swimmingpool mit einem schönen Cocktail im Urlaub zu liegen, die Sonne ein bisschen zu genießen, das Essen zu genießen. Aber auch immer wieder Sport zu treiben. Also Sport gehört dazu. Früher habe ich sehr viel Tennis gespielt. Mittlerweile gehe ich mehr im Fitness. Ja, und das Okay. ein paar Mal die Woche. Und das mache ich aber auch im Urlaub. Also nur auf die faule Haut legen, das bin ich nicht. Ja, Lothar, vielen Dank auf alle Fälle für das coole Interview. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, nicht nur dir. Ich hoffe auch dir, ja, wenn ja. du schon sagst. Super. Das ist perfekt. Jetzt habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar hätte ich gerne, dass du diese Schuhe hier. Diese So, Schuhe, das unsere- ist aber nur ein Schuh. Okay, der ist clever, der Lothar. Das erkennt er Hast- natürlich hast sofort. du noch einen zweiten? Ich habe natürlich noch einen zweiten. Ja. Dann sind es die Schuhe, ja. Richtig. Genau. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass du die für unsere Community unterschreibst, Ja, damit gerne. die gewinnen können. Oh, super Schuh. Gibt es den auch zu kaufen? Ja, den gab es auf alle Fälle zu kaufen. Ja. Ja. Gefällt er dir? Den hätte ich auch gern gespielt. Nee, mach. Ja, cool. Er ist zumindest schwarz, weißt du? Ich Ja. stehe ja so mehr auf schwarze Schuhe und das mit dem Ja. Silber, das macht man natürlich den Schuh edel. Also Richtig. eigentlich zu schade mit dem Schuh zu spielen, oder? Das stimmt, also vor allem wenn du den unterschrieben hast, Ja, ja, dann okay. würde ich den Jungs sowieso Ja. nicht. Okay, dann kommt er bei dir zu Hause irgendwo hin oder ja. Bei mir nicht, also es gewinnt So. irgendeiner aus unserer Community, der sich Okay. riesig drüber freuen Okay, wird. dann halt mal an, dass Genau, ich, ich halte schreiben jetzt kann. hier an Ja. und dann kannst du in Ruhe unterschreiben. Wenn ihn aber keiner gewinnen will, dann dürfen wir ihn behalten, oder? Dann melde ich mich bei dir. Okay, alles Dann klar. tauschen wir gleich noch Nummern aus und dann rufe ich dich an. Ja. Alles klar, klar. Lothar. Also, Dann vielen Beide Dank. Schuhe, dein Stift. Richtig. Alles Gute, danke. Wünsche und, ich dir auch. Weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Alles klar, mach's Alles gut. klar. Ciao. Ciao. Ach ja, der Lothar. Ja Leute, und wenn ihr die signierten Schuhe von Lothar Matthäus gewinnen wollt, dann befolgt einfach die nächsten 3 Schritte. Erstens, Kanal abonnieren, zweitens, das Video liken und drittens, teilt das Video mit euren Freunden. Den Gewinner gebe ich dann am 10.07. auf unserem Instagram-Kanal per Insta-Story bekannt. Viel Erfolg, ich bin raus, euer Matze, ciao.